Kundendaten bearbeiten. Mit dem Online-Tool WGOweb lassen sich einzelne oder mehrere Kundendatensätze zeitgleich editieren und neue Daten hinzufügen. Wie das genau geht, zeige ich Ihnen heute in diesem Video. Wenn Sie zum Beispiel einen Mitarbeiterwechsel haben und bestimmte Kunden einen neuen Mitarbeiter zuweisen wollen, lässt sich das in unserem WGOweb über eine sogenannte räumliche Selektion lösen. Für unser Beispiel habe ich bereits die Layer Kunden- und Vertriebsgebiete ausgewählt. Die Daten aus den jeweiligen Layern werden hier in der Mitte auf der Karte angezeigt und ich habe hier unten auch schon die Datentabelle geöffnet. Wir wollen jetzt die rot eingefärbten Gebiete, die gerade noch dem Mitarbeiter Weinziel zugeordnet sind, einen neuen Mitarbeiter zuweisen. Hierfür gehe ich im Layer-Menü unter dem Layer Vertriebsgebiete auf das Filtersymbol. Im Pop-up-Fenster wähle ich neben Vertriebsgebiete den Namen meines ehemaligen Mitarbeiters aus. Das kann ich entweder über das Dropdown-Menü machen oder aber ich gebe den ersten Buchstaben ein und somit sortiere ich hier das Dropdown-Menü vor. Hier kann ich jetzt leichter den Namen meines Mitarbeiters auswählen und auf Daten selektieren klicken. In der Datentabelle wird uns angezeigt, dass wir insgesamt 564 Gebiete markiert haben und diese werden auch hier in der Karte orange umrandet dargestellt. Um diese Gebiete jetzt dem neuen Mitarbeiter zuzuweisen, gehe ich in der Datentabelle links auf den Stift Daten bearbeiten. Im Pop-up-Fenster muss ich zunächst die Spalte auswählen, die ich in der Datentabelle bearbeiten möchte. In unserem Fall sind das die Vertriebsgebiete, deswegen wähle ich die hier aus und gebe rechts daneben in die Zeile den Namen des neuen Mitarbeiters ein. Das Ganze muss ich jetzt noch speichern und bestätigen. Und wir sehen, die Farbe der Vertriebsgebiete hat sich automatisch in der Karte geändert und auch in der Datentabelle sehen wir in der Spalte Vertriebsgebiete steht jetzt der neue Name. Mithilfe der selektierten Gebiete können wir Änderungen auch auf anderen Layern vornehmen. Zum Beispiel wollen wir jetzt auch alle Kunden, die in den ausgewählten Gebieten liegen, dem neuen Mitarbeiter zuweisen. Hierfür klicke ich wieder in der Datentabelle links auf den Button Selektion übertragen. Im Kundenlayer wurden jetzt insgesamt 530 Kunden ausgewählt, die hier in den Vertriebsgebieten liegen. An der Stelle gehen wir in der Datentabelle wieder auf den Stift und wählen hier wieder die Spalte Vertriebsgebiete aus und geben den Namen des neuen Mitarbeiters ein. Das Ganze speichern wir und bestätigen nochmal. Und wir sehen, dass in der Spalte Vertriebsgebiet jetzt auch wieder der Name des neuen Mitarbeiters steht. Als nächstes möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie Daten hinzufügen können. Wenn Sie zum Beispiel noch 1 oder 2 Kunden nachträglich hinzufügen wollen, können Sie die Adresse des Kunden entweder in die Adresszeile eingeben oder aber über Long Press in der Karte einen PIN setzen. Anschließend gehen wir wieder in die Datentabelle, aber klicken diesmal auf den Button Daten hinzufügen. Auf der rechten Seite öffnet sich dann ein Fenster mit der vorgeschlagenen Adresse. Hier könnten wir jetzt noch Änderungen vornehmen, wenn wir wollen, oder das Ganze dann bestätigen. Im neuen Pop-up-Fenster lassen sich dann noch weitere Details zum Kunden eintragen, wie zum Beispiel Vornamen, Nachnamen, den zuständigen Vertriebsmitarbeiter, das ist in unserem Fall jetzt der neue Mitarbeiter, Herr Müller, und auch noch den Umsatz. Wenn wir alles ausgefüllt haben, können wir mit Speichern bestätigen. In dunkelgrün sehen Sie jetzt den neuen Standort in der Karte eingezeichnet. Gerne können Sie unser WebGIS gratis und unverbindlich testen. Melden Sie sich dafür gerne bei mir oder meinen Kollegen.